Herr Bützberger, Sie erlebten im Januar dieses Jahres eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, am 1. Januar bin ich zurückgefahren aus meinem Urlaub im Engadin und auf der Rückreise, da verspürte ich plötzlich in meiner Brust einen fürchterlichen Schmerz. Also ich habe schon einige Schmerzen in meinem Leben, in meinen 71 Jahren erlebt, aber so einen Schmerz habe ich noch nie gehabt. Wie wenn mir jemand das ganze Brust, also die Brust entzwei sagen würde, entzwei schneiden würde. Und ich saß am Steuer und Gott sei Dank hatte ich einen Kollegen, der mitkam. Und da habe ich dem gesagt, du, ich kann nicht mehr fahren, übernimm du das Steuer. Und dann war ich dann so gebückt auf dem Nebensitz und habe dann vom Auto aus habe ich dann die Ambulanz organisiert und da wurde ich dann notfallmäßig eigentlich in die St. Anna Klinik in Luzern eingeliefert. Und der Befund in dieser Klinik war dann eigentlich nicht vielversprechend. Es hieß dann meine Aorta, also die obere, wir haben ja zwei, unten die Bauch und die obere, die wäre innen geplatzt. Und ja, sie würden jetzt die Operation, sie würden die dann durchführen. Und dann kam der Professor und der hat mir dann eigentlich nicht viel Positives zugetragen, hat gesagt, Herr Bützberger, es sieht nicht gut aus und Sie müssen einfach mit allem rechnen. Also es kann sein, wann Sie erwachen nach der Operation, dass Sie im Rollstuhl sind für den Rest Ihres Lebens oder querschnittgelähmt oder auch geistig nicht mehr voll und ganz da. Und ich wusste eigentlich von meiner Tätigkeit, oh, jetzt musst du sofort umpolen, den Schalter drehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du steigst ein in die Angst oder ins Vertrauen. Und ich habe mich fürs Vertrauen entschieden. Und in dem Moment eigentlich, wo ich mich dann entschieden habe fürs Vertrauen, da war ich die Ruhe selbst. Mein Sohn und meine Tochter haben mich dann auch angerufen, haben dann gesagt, du Papi, dürfen wir mit dem Professor reden? Habe ich den Professor gefragt, ob er die beiden noch empfangen würde, weil ich durfte ja keinen Besuch erwarten oder es war ja mit dem Covid alles abgesperrt, also man war ja richtig isoliert. Und er war so nett, hat gesagt, ich empfange die beiden gerne in meiner Praxis. Und sie konnten dann ein gutes Gespräch mit ihm führen. Und so ging es dann vonstatten. Sie haben während dieser Operation eine Nahtoderfahrung erlebt. Das ging folgendermaßen vor sich. Währenddem die Ärzte an mir operiert haben, habe ich mich von meinem irdischen Körper gelöst. Ich habe meinen Körper unten gesehen und ich schwebte über meinem Körper. Ich war aber irgendwo in einer anderen Dimension. Meine verstorbene Frau ist mir erschienen als wunderschönes Lichtwesen. Als ich meine Frau gesehen habe, war ich natürlich überglücklich. Es war bei mir eigentlich das höchste der Gefühle, weil wir waren über 45 Jahre zusammen, haben eine wirklich wunderschöne Ehe zusammengeführt und ich wusste, dass sie immer in der Nähe von mir ist, aber sie ist mir nie erschienen, wie jetzt eigentlich in diesem Moment. Und ich habe mich eigentlich einfach wie im Paradies gefühlt. Die ganze Harmonie rund um mich herum war göttlich. Ich muss sagen, paradiesisch. Also es friert mich heute noch, wann ich diesen Moment wieder erlebe. Und der kommt immer wieder, wann ich mich in diese Energien begebe. Und wir hatten dann einen Dialog geführt, auch über unsere Tochter, über unseren Sohn. Und das war eigentlich ganz normal. Einfach auf geistiger Ebene konnten wir kommunizieren, aber eigentlich mehr gefühlsmäßig. Wir haben nicht mal Worte gebraucht, es ging gefühlsmäßig. Aber wir haben einfach sehr perfekt geklappt, diese Kommunikation. Und sie hat dann einfach gesagt, bleib ruhig. Und ich habe dann gesehen, wie der Professor mit einem tollen Team eigentlich da die Operation durchgeführt hat.
Und dann habe ich auf einmal gesagt zu meiner Frau, du, ich möchte eigentlich hier bleiben. Ich möchte ja gar nicht mehr zurück. Die sollen doch aufhören mit dem Operieren. Und dann kam ganz deutlich von ihr, nein, du musst noch nicht hier bleiben, du hast noch andere Aufgaben. Du hast noch was zu tun, du musst noch eine Runde drehen. Und dann wusste ich, oha, aber ich wusste ja, dass ja eigentlich alles gut rauskam, oder? Und die eigentlich, das war für mich, ich war so ruhig, ich habe keine Nanosekunde mehr gezweifelt, ich habe auch nicht an den Rollstuhl gedacht oder eine Querschnittlähmung, das war alles Vergangenheit. Wie haben Sie Ihre Frau erkannt? Meine Frau habe ich erkannt, wie sie war zu Lebzeiten, einfach viel feinstofflicher. All ihre Gesichtszüge waren natürlich jugendlich frisch. Also sie stand wie ein blühendes Wesen vor mir. Alter hat keine Rolle gespielt und einfach leuchtend. Und es ging vor allem energiemäßig. Energiemäßig ging mir eine solche Kraft von ihr aus und wir mussten uns nicht im Irdischen unterhalten. Es lief eigentlich alles energetisch ab. Haben Sie noch weitere Wesen wahrgenommen? Ja, ich muss da vielleicht in meinem Leben zurückspulen, als ich 21 war. Da wollte ich Selbstmord begehen und habe alles eigentlich schon vorbereitet. Ich kam zu dieser Zeit nicht mehr zurecht mit meiner Umgebung, mit meinem Leben und habe dann gedacht, ja gut, du, ich mache fertig, es bringt eigentlich nichts mehr. Habe dann alles vorbereitet und in dem Moment, als ich die Klinge bereits bei der Hauptschlagader hier ansetzen wollte, da zwei enorm starke Lichtsäule, eine zur linken, eine zur rechten. Und mit einer prägnanten Stimme, Armin, hör auf, mach das nicht. Erstens hast du noch andere Aufgaben in deinem Leben und zweitens, wenn du jetzt aufhörst, es ist ja nicht fertig und du musst weitermachen, wo du aufgehört hast. Und das wurde mir eigentlich dann zum ersten Mal in meinen 21 Jahren, weil ja niemand in meinem Leben meine brennenden Fragen so richtig beantworten konnte, wurde es mir klar, also weitermachen. Es war so deutlich. Und während der Operation sind mir diese beiden Lichtsäulen wieder 1:1 erschienen, mit derselben Ausstrahlung, mit derselben Stärke dieses Lichtes, mit dieser starken göttlichen Energie. Und die haben mir dann gesagt, ja, deine Frau hat es dir gesagt, du kannst noch nicht hier bleiben, du hast noch andere Aufgaben und wir übergeben dir jetzt ein Konzept, wie du es jetzt anwenden darfst nachher im Alltag. Probier es einfach aus. Und als ich dann eigentlich wieder in meinem Körper war, habe ich dann sofort, das war mir so präsent, habe ich dann, der Professor kam dann, hat gesagt, Herr Bützberger, Sie haben mir den letzten Nerv ausgerissen. Es war eine so heftige Operation. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Habe ich gesagt, ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich habe es eigentlich miterlebt. Und wenn Sie möchten, darf ich Ihnen noch 2, 3 Sachen erzählen. Dann sagt er, ja, erzählen Sie mir, ich bin da sehr offen, weil Sie sind jetzt die zweite Person, ich habe ja schon hunderte von Personen operiert, aber erzählen Sie mir, habe ich gesagt, ja, erstens kam ganz deutlich durch, Sie waren im letzten Leben einer der besten Metzger. Sie haben so gut ausgeweint, also Sie haben das so perfekt gemacht. In diesem Leben haben Sie studiert, Sie sind einer der besten Chirurgen und so die Verbindung haben Sie so, der hat mich angeschaut, hat dann... Und er hat sich sicher gefreut, oder hat er sich nicht gefreut? Er hat mich zuerst ganz konsterniert angeschaut, aber er hat dann eigentlich, ja, er hat schon eigentlich was bewegt in ihm. Wie konnten Sie das sehen, dass er im letzten Leben einen anderen Das wurde mir Beruf durch die Lichtsäulen übergeben. Es war Die Lichtsäulen haben mir eigentlich das so erzählt. Oder es lief dann so viel ab, also ich könnte, wie gesagt, es lief von der Familie, was ich in der Familie noch ändern muss, dass ich auch lerne, meine Kinder loszulassen. Die sind erwachsen, da habe ich nichts mehr zu tun, das sind eigenständige Wesen
Und da muss ich nichts mehr reinpfuschen. Das ist Ihre Erfahrung, die Sie noch machen müssen. Und um das geht es eigentlich. Herr Bützberger, wenn Sie gesehen haben, dass der Professor im letzten Leben einen anderen Beruf hatte, glauben Sie an eine Wiedergeburt? Ja, absolut glaube ich an eine Wiedergeburt, weil sonst hätte ja das ganze Theater gar keinen Sinn. Weil wir sind ja, wie gesagt, Geist im Körper und wir kommen ja aus der Urquelle. Nur wir als selbstständige Wesen haben angefangen zu experimentieren. Und unser Schöpfer, wie wir den Schöpfer auch nennen, ob das Gott ist, ob das Allah ist, ob das Buddha ist, spielt alles keine Rolle. Es ist einfach die Urquelle, aus der wir herkommen. Aus der sind wir ausgestiegen und der Schöpfer hat uns ja ausgerüstet mit allen Werkzeugen und hat gesagt, ihr dürft experimentieren. Ihr müsst einfach die Erfahrung selber machen. Und so sind wir jetzt in den Erfahrungen, sind wir eigentlich in der tiefsten Materie, wo die Erde ist, angelangt und müssen jetzt selber aus diesem Schlamassel wieder rausfinden. Was für Auswirkungen hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Also erstens natürlich mal, ich bin ja ein wandelndes Beispiel, wann Sie mich jetzt so sehen vor Ihnen. 99,9% der Fälle, die sowas erleben, die überleben ja gar nicht. Und der Professor hat mir gesagt, ja gut, Sie brauchen jetzt Geduld und es dauert vielleicht 18 Monate, bis Sie einigermaßen wieder... Und ich habe keine Schmerzen. Ich bin ein medizinisches Wunder. Und da sehe ich einfach, alles ist möglich, wenn wir an uns selber glauben und nicht aufs Außen hören, aus der Angst aufsteigen, in unser Urvertrauen einsteigen. Herr Bützberger, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen vielmals.